Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Silber zeigt Stärke und steigt über 23 $. Disclaimer. Silber steigt Stärke und steigt über 23 $. Silber steigt seit 4 Tagen stark und liegt voll im Trend der Wyckoff-Phase D, die wir vor 6 Wochen begonnen haben zu beobachten und darüber zu berichten. Eine Korrektur in den Bereich der gestrichelten Linie zwischen 20,50 bis 20,80 $ ist ebenso nicht ausgeschlossen, aber der Anstieg wird weitergehen und Silber wird bald die 25 $ erreichen. Das Gold-Silber-Ratio fiel heute auf 77,75, also deutlich unter 80 zugunsten von Silber. Für einen weiteren Anstieg muss Silber aber noch über die blaue obere Trendlinie bei ca. 26,8 $. Ab dann ist auch der Weg frei für Kurse weit über 30. Goldaktien werden von der Silberstärke stärker nach oben getrieben, insbesondere Junior-Minenaktien profitieren immer stärker. Immer mehr Geld fließt jetzt in den ausgebombten Sektor. Ausgewählte Goldaktien haben sich jetzt schon fast verdreifacht. Ja, und das ist eigentlich am Markt noch nicht beobachtet worden, dass bei einigen, gerade Pennygold-Aktien mit großen Ressourcen, aber auch eben schon auch guten Produzenten, ist zu massiven Bewertungsanstiegen gekommen. Viele Verdopplungen, in einigen Fällen noch mehr, konnten wir eigentlich seit dem Zyklustief im September beobachten. Ich denke, das wird so weitergehen, auch wenn natürlich gerade bei Silber, wie auch beschrieben, jederzeit eine massive Drückung kommen kann. Das hat es in der Vergangenheit immer gegeben. Aber insgesamt ist der Anstieg auf über 26 $, wo, sage ich mal, dieser Punkt ist, wo es dann letztlich eine Rallye Richtung 30, 35, 40 $ geben kann. Und das bringt dann die absolute Gold- und Silberaktienmania. Warum steigen Gold- und Silberaktien dann stärker? Wir konnten in der letzten Zeit, in den letzten Jahren war zu beobachten, immer wenn Silber stark ausbricht, kommt es auch zu einer Goldaktienrallye. Im Wesentlichen hängt es damit zusammen, dass eben viele Goldaktien oder eben natürlich auch die Silberaktien ähm, das Silber im Boden bislang praktisch nicht bewertet worden ist. Und mit einmal verdoppelt sich oder ist dabei, sich zu verdoppeln, der Silberpreis. Und das führt zu einem überproportionalen Bewertung, Anstieg der Reserven in diesem Unternehmen. Und das führt zu diesen Kursexplosion. Auch eben normale Goldaktien haben zumindest als Nebenprodukt immer Silber, auch Kupfer, Blei, Zink, wie auch immer. Das, gerade eben das Silber, wird dann mit einmal überproportional bewertet und das reißt dann den ganzen Sektor hoch. Und das ist eben die ganz große Chance, auf die wir warten, dass viele Gold- und Silberaktien, die im Augenblick noch im Penny-Stock-Aktienbereich behandelt, mit großen sich befinden, durch diese Entwicklung sich komplett in den Dollarbereich handelt. Also man stelle sich mal vor, es ist vielleicht eine machbare Sache, man kauft sich die Penny-Stock-Aktien, ein paar hunderttausend, vielleicht 1 Million Stück und hier ist der Anstieg eben in den Dollarbereich denkbar und natürlich auch noch weit darüber hinaus. 2, 3, 4, 5 oder 10, wenn natürlich Gold- und Silberpreise in die Mania-Phase übergehen, sind denkbar. Das war immer wieder zu beobachten, wenn es zu starken Goldaktienrallyes gekommen sind. Und es wird vermutlich auch diesmal so sein. Und viele Experten gehen ja auch davon aus, dass das jetzt der Anstieg, der extremste Gold- und Silberaktienanstieg kommt. Warum? Weil es eben so besonders verzerrt ist. Wir stehen immer von einer massiven, wir haben eine massive Geldmengenausweitung erlebt. Der Goldpreis hat kaum reagiert. Er beginnt jetzt zu reagieren, Silber auch. Auch was, sage ich mal, an der COMEX und Silber vorhanden ist, reicht nicht mal aus, um diesen Preis zu rechtfertigen. Auch das wird zu höheren Preisen führen. Man wird grünes Licht früher oder später geben, Gold und Silber eine Stufe höher zu lassen. Genau das führt dann zu dem Anstieg der Gold- und Silberaktien, die jetzt im Prinzip eigentlich völlig vom Boden liegen teilweise. Und das führt, wie gesagt, zu einem enormen Bewertungsaufschlag, den wir nur in der Frühphase äh, sehen. Deswegen
Irrigerweise nehmen viele Investoren an, wenn dann Gold höher ist, ja, Gold steigt auf 5.000 oder 10.000, aber das große Potenzial bei Gold- und Silberaktien ist vorbei, weil sie jetzt im Prinzip vom Nicht-Funktionieren, von am Boden liegen, mit einmal in den realen Bereich geschmissen, so geschleudert werden. Und so ein Anstieg sehen wir dann in der späteren Mania-Phase von Gold und Silber dann nicht. Da sind Goldaktien nicht mehr so interessant. Goldaktien sind aus jetzt interessant, weil sie jetzt überhaupt sozusagen wieder aktiviert werden. Ja, Silberprojektgenerator, Fokusgebiet Yukon, 10 Millionen kanadische Dollar Marktkapitalisierung, hohes Risiko. Also das Unternehmen ist ein Phänomen, wie viel es besitzt. Das Unternehmen hat mehr als 40 Gold-Silber-Projekte im Yukon, Nevada, Northwestern Territory und Nunavut. Das Projekt Silver Range, 1000 Quadratkilometer, auch ein riesiges Gebiet, befindet sich im Gebiet mit außergewöhnlicher Infrastruktur in der Nähe der Stadt Faro, Yukon. In den 1970er, 1980er Jahren war Faro der Standort der größten Blei-Zink-Silber-Tagesbergbau in Kanada, zeitweise der drittgrößten Zinkproduzent der Welt. Sie haben silberreiche Mineralisierungen, eine geologischen Umgebung mit starken Parallelen zum bolivianischen Zinngürtel, eine erstklassige Adresse für weltweite Silbervorkommen. Man hat jetzt schon eine Silberressource von ungefähr 40 Millionen, Mediumgrad 30 Gramm pro Tonne erlebt. Auch große Mengen Kupfer, Zink und Blei sind jetzt schon nachgewiesen. Wenn wir das in diesem Potentialfaktor tun, der sich ja berechnet aus der Marktkapitalisierung, Anzahl der Unzen, Länderrisikograd des Goldes, kommen wir auf einen theoretischen Faktor von 150. Das heißt, wenn Silber vielleicht 50 Dollar erreicht kann, ist denkbar, dass dann in der absoluten Mania-Phase diese Aktie um das 150-fache steigen könnte, also von jetzt 10 Cent auf circa 15 Cent. Ich meine, das ist reine Theorie, das ist klar, aber die Manias der Vergangenheit haben solche Preise gesehen. Und das könnte sich wiederholen, vor allen Dingen auch deshalb, weil die Gold- und Silberaktien im Vergleich zu den anderen Gold- und Silberaktienmania wesentlich tiefer liegen. Und das ist eine ganz extreme Situation und daher ist das Potenzial auch so groß. Ja, wo liegt es? Und also wie gesagt, das Unternehmen hat 40 Gold- und Silberprojekte und wir sprechen hier nur von dem größten, das Projekt Silver Range. Ähm, Da sind eben die 40 Millionen nachgewiesen. Allein das gibt schon einen Potenzialfaktor von 150 und die anderen 39 Projekte oder sind es mehr, sind nicht berücksichtigt. Die kann ich hier gar nicht aufführen. Dann gibt es auch noch, was auch zum Projekt Silberrehen gehört, die Zone Hammer hat ein epithermales Adersystem mit einem hohen Silbergehalt, das 2011 entdeckt wurde. Es befindet sich nur 12 Kilometer von der Mine in dem Mühlenstandort Faro entfernt. Hochgradige Gesteinsproben mit Gehalten von 1420 bis 16.985 Gramm pro Tonne Silber wurden über eine Streichenlänge von 350 Meter entnommen. Also absolut hochgradiges Silber nur in diesem Gebiet und alle anderen Projekte haben auch Gold und Silber und Basismetalle. Also unglaublich. Das Unternehmen ist, denke ich, auch sehr ambitioniert. Sie wollen ein attraktiver, ein gut funktionierender Projektgenerator werden, aus meiner Sicht. Deswegen haben sie sich auch diese Ressourcen zusammengekauft. Aber quantifizieren anhand der Zahlen lässt sich das eigentlich nur mit dem Silver Range Projekt. Aber man muss einfach dann denken, dass sie viele andere Projekte haben. Und ich denke einfach, wenn ähm, der Zeitgeist wieder zu Rohstoffen, Gold und Silber verstärkt geht, dann werden die Fonds etc., reichen Leute, wie auch immer, schnell diese Aktienkurse hochtreiben. Ich würde behaupten, es geht relativ schnell im Bereich 1 Dollar und dann wachen die Massen auf, dann wird es vielleicht noch mal höher bringen, mehr Dollarbereich und dann sehen wir möglicherweise auch absurd hohe Preise, der ideale Zeitpunkt für uns zu verkaufen. Ja, das ist sicherlich mal ein Unternehmen, das man sich mal angucken kann. Natürlich wie immer keine Preisempfehlung, aber soll einfach aufzeigen, mit was für riesigen Werten, was es noch völlig für unterbewertete Aktien mit riesigen Werten gibt. Und das kann, wie gesagt, in einer Mania-Phase, wenn wirklich die Geldwertstabilität ähm, nicht mehr gesichert werden kann, dann wird das Geld in solche Aktien fließen. Wie gesagt, im Augenblick schaffen sie es eben noch,
mittels der starken Dollarpolitik eigentlich davon abzulenken. Aber das fordert sehr viel Energie, das aufrechtzuerhalten. Früher oder später fließt das Geld in diesen Sektor. Einfach weil auch die großen Vermögen untergebracht werden müssen. Die können gar nicht die physischen Männer aufnehmen. Die werden sich also versuchen, ganze Gold- und Silberminen sich zu beteiligen oder auch zu übernehmen, teilweise auch, um an die physische Ware letztendlich kommen. Und das könnte zu diesen großen Bewertungsaufschlägen führen. Ja, Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre. Im Grunde genommen hoffen wir, dass sich sowas entwickelt. Damals sind Aktien von 15, 20 Cent, wenn des letzten Goldbooms auf 15, 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Das heißt, auf 1000 Dollar konnte man teilweise eine Viertelmillion machen. Man weiß nicht, ob das jetzt genau wieder bevorsteht. Die Verzerrung ist von einer ähnlichen oder wenn nicht noch größeren Natur wie damals. Das spricht dafür. Goldaktien sind im Vergleich zu Gold extremst unterbewertet. Und Gold und Silber hat aus jetziger Sicht aufgrund der gedruckten Geldmengen eigentlich auch enormes Potenzial zu steigen. Sobald das beginnt, sobald sich Gold über 2300 etc. etablieren kann, Silber Richtung 50 steigt, dürfte es einen ungeheuren Goldaktienrallye kommen, die gespeist wird von den ganzen, wie ich das schon erwähnt habe, dem Big Money und am Ende auch das Geld der breiten Masse, das diese Penny Stocks hochtreibt. Das ist auch, wo wir wetten. Deswegen positionieren wir uns genau vor diesem Ereignis und versuchen dementsprechend optimal davon profitieren. 1000 Becker Report, also wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko das Ganze zu ordnen. Wir können ja auch eine Exit-Strategie anbieten, sowie einen Portfoliovorschlag und persönliche Beratung. Finden Sie alles verlinkt im YouTube unten weiter am Anhang. Ja, Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Also das erwähne ich deshalb, weil das ein Unternehmen, das lagert ihr Gold und Silber im Zollfreilagen in der Schweiz ein. Aber sie sind eben, das ist das Entscheidende, zu jeder Zeit an günstige physische Gold- und Silberware gekriegt. Sie kaufen das zwar quasi über einen Drittanbieter sozusagen, also über dieses Unternehmen, das es einlagert, aber sie können sich das auch noch wieder auslagern lassen. Zumindestens sind sie transaktionsfähig, wenn es vielleicht in einer schwierigen Situation, wenn zum Beispiel Händler nur einen Teil abgeben oder schwierig zu bekommen ist oder auch überhöhte Preise. Also hier gibt es noch ganz geringe Aufschläge, auch gerade weil sie große Waren etc. kaufen. Aber wie gesagt, man kann auch das Silber sozusagen verkaufen, sich dann in Gold wechseln lassen, sich das Gold aufliefern lassen. Man muss da also nicht mit 15 Kilogramm Silberbaren rumhantieren. Ja, also bevor man überhaupt physisches Gold und Silber kauft, natürlich immer erstmal auf die Vergleichsportale wie gold.de gehen. Ansonsten nochmal nützliche Informationen, Kontakt, mit welchem Broker kann man arbeiten in der EU, mit welchem Broker in der Schweiz, wo kann man Edelmetalle in Schweiz oder Liechtenstein einschalten, ein Langfristchart von Gold, Silber, Uran, anderen wichtigen Rohstoffen, Goldaktienindex, GDX und GDXJ, Goldaktien, Goldratio, Bücher auch über Goldaktien, internationale Diskussionsforum wie COCA sind verlinkt. Ja, generell, wenn Sie Fragen, Zustellungsprobleme, Anregung haben, können Sie mir eine Mail schreiben, beziehungsweise mich anrufen. Sobald es mir zeitlich dann die Zeit erlaubt, würde ich Sie dann zurückrufen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie über neue Videos sofort informiert werden und vielleicht auch ein Like geben, weil es ist so, dass der Algorithmus das registriert und dann eben dieses Video bei mehreren Leuten, die das auch interessieren könnte, vorschlagen würde. Wenn Sie glauben, dass es im Prinzip eine wertvolle Information ist in dieser völlig unterbewerteten Gold- und Silberaktien-Story, wenn das für mehrere interessant ist, würde ich Sie bitten, mir ein Like zu geben, einfach um den Algorithmus dementsprechend zu optimieren, damit es mehrere Leute sind. Ja, also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.